Don't worry. Cora, my dear. We'll be united again. Your five-headed beast won't follow your commands anymore. That's impossible. You lie. Let's find out if I do. Buster Blader, defend him! No! Wurde langsam Zeit, dass die Link-Monster ins Spiel eingeführt werden. Allerdings habe ich noch nie mit diesen Karten hier gespielt. Wenn man sich das Deck aber so anguckt, findet man weitere mächtige Karten wie die von gestern. Dieses Deck besitzt viele neue mächtige Monster, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Besonders dieses hier macht einen äußerst starken Eindruck. Mir ist schleierhaft, warum ich dieses Deck erhalten habe. Aber wenn es schon so kommt, bin ich auch neugierig. Ich werde es testen. Mal sehen, was es sonst noch so drauf hat. Jedoch kann ich es nicht gegen einen echten Duellanten testen. Solange die Link-Monster noch nicht im Umlauf sind, kann ich es nicht riskieren, sie einem Unwissenden vorzuführen. Das Kellergewölbe des Schlosses besitzt ein riesiges Labyrinthsystem aus unzähligen verzweigten Gängen. Nicht mal ich kenne sie alle. Wer sich hier unten im Dunkeln verläuft, hat das Tageslicht zum letzten Mal erblickt. Hä?
Was zum Henker? Ist ja billig. Der vorherige Schlossbesitzer hatte offenbar Sinn für makaberen Humor. Niemand weiß, was sich unterhalb der Oberfläche in den Tiefen dieses Schlosses eigentlich verbirgt. Duell Robot 2039 MT online. Erbitte Personenidentifikation. Registriervorgang läuft. Personenidentifikation abgeschlossen. Schmierko bestätigt. System hochfahren, Duellsimulator vorbereiten. Auftrag wird bearbeitet. Diese Halle mit der Maschine anzubauen, hat mich eine Menge Zeit und Energie gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Denn nach der Fertigstellung befindet sich hier nun der genialste Duellroboter, den man als Testgegner überhaupt bekommen kann. Um ein Duell mit ihm zu beginnen, muss zuerst eine Datenverbindung zwischen meiner Dual Disk und seinem System hergestellt werden. Mit der Übertragung der Daten meiner Dual Disk entsteht eine drahtlose Netzverbindung, die es möglich macht, ein Duell zwischen der Maschine und mir ohne störende Außenseiter durchzuführen. In diesem Fall lasse ich auch noch mein neues Deck analysieren, um die neuen Regeln mit den Link-Mustern im System einzuspeichern. Vorbereitungen abgeschlossen. Wähle bitte neue Aktionen. Neues Duell beginnt. Bestätigt. Einstellungen, Single Duell. Lebenspunkte, 8000. Sehr schön. Duelllevel auf Maximum. Einstellungen beibehalten. Nur Masterregeln ändern. Bestätigt. Wähle bitte zwischen Masterregel 1 und 3. Masterregel 4. Masterregel 4 bestätigt. Nach dem, was ich von diesem Deck im Cyberspace gesehen habe, sollte ich dafür den schwerstmöglichen Gegner auswählen. Der Roboter besitzt die Daten von sämtlichen Starter- und Structure-Decks sowie die kompletten Decks der besten Duellanten, die die Welt bis jetzt erleben durfte. Seine Intelligenz geht so weit, dass er den Anschein erzeugt, der Besitzer des jeweiligen Decks würde direkt vor einem stehen. Bitte wähle einen Gegner aus. Wen ich auswählen soll? Nun, in dem Fall dieses Decks, den einzig würdigen, wird Zeit mal gegen den besten Duellanten seiner Ära anzutreten.
Zuvor habe ich nur einmal gegen ihn gekämpft, aber da erinnere ich mich gerne dran. Einstellungen gesetzt. Duell wird gestartet. Hinweis, Sicherungen abgestellt. Was? Wie ist das möglich? Ohne Sicherung wird das Duell so realistisch wie ein Schattenduell oder wie im Cyberspace. Dadurch werden auch die Monster echt. Ich muss dies eben in den Duelleinstellungen übersprungen haben. Duelle ohne Sicherung sind nur für besondere Zwecke gedacht, nicht hierfür. Na gut, es gibt kein Zurück mehr. Alles oder nichts. Dann los. Zeit für ein Duell. Ich muss jeden Zug mit Bedacht angehen, da ich kaum eine von diesen Karten kenne. Das heißt leider auch, dass ich keine Strategie habe. Spieler startet ersten Zug. Soll mir recht sein. Wenn das Duell erst einmal gestartet wurde, kann es nicht mehr abgebrochen werden. Weder von mir noch vom Computer. Es ist wie in einem richtigen Duell mit einem richtigen Gegner. Also ist es gut für mich, in diesem Fall anzufangen. Ich starte. Und zwar mit Drakonnetz im Angriffsmodus. Und durch seine besondere Fähigkeit kann ich ein schwaches normales Monster von meinem Deck aufrufen. Zeig dich, Bitron. Das Material steht somit fest. Zeit für die allererste Link-Beschwörung auf unserem Planeten. Ich schicke meine beiden Monster auf den Friedhof, um dieses neue Link-Monster aufzurufen. Komm hervor, Touchbartoy! Nicht schlecht für den Anfang, aber Touchbartoy kommt nicht allein. Denn wenn er aufgerufen wird, kann ich mir eine Karte auf die Hand suchen, wie meine Cynet-Fusion. Anschließend wird es Zeit für einen kleinen Szenenwechsel, denn ich passe jetzt die Umgebung meinem Deck an. Mit dem Spielfeldzauber Cynet-Sturm. Sehr schön. Zur Krönung setze ich noch eine Karte verdeckt ab. Das sollte fürs Erste genügen. Als Eröffnungszug sollte dies erst einmal reichen. Das neue Link-Monster ist noch nicht besonders stark, aber das sollte kein Problem sein. Mal sehen, wie der Roboter darauf reagiert. Neue Karte ziehen. Beginne mit Karten des Einklangs. Werfe der weiße Stein der Uralten ab, um 2 Karten zu ziehen. Monsterbeschwörung. Rufe Maid mit den blauen Augen. Zauberkarte aktivieren. Rüste Maid mit den blauen Augen mit Zauberstab der Wunder aus. ATK erhöht sich um 500 Punkte. Effekt von Maid mit den blauen Augen aktivieren. Da sie als Ziel für einen Karteneffekt gewählt wurde, kann ein Monster vom Deck als Spezialbeschwörung beschworen werden. Showtime! Rufe blauäugiger weißer Drache im Angriffsmodus. Jetzt wird es interessant. Das Star-Monster von Tamash Deck gegen das brandneue Link-Monster. Bettelphase. Touchbartoy wird von blauäugiger weißer Drache angegriffen. Verflixt! Wenn die Sicherungen des Duellsystems abgeschaltet sind, kann ein direkter Angriff der Maschine echten Schaden verursachen. Ich muss alles aus diesem Deck herausholen, um dies zu verhindern. Achtung! Durch den erfolgreichen Angriff des weißen Drachen wurde der Effekt meines Spielfeldzaubers aktiviert. Da ich über 2000 Lebenspunkte verloren habe, kann ich nun meinen Touchbartoy durch ein anderes Link-Monster ersetzen. Welches wird jedoch per Zufall entschieden, nachdem ich mein Extra-Deck gemischt habe.
Nicht schlecht. Ich rufe dieses nette Monster hier auf. Meinen Kraftkodiersprecher. Er sorgt dafür, dass deine Might nun nicht mehr direkt angreifen kann. Effekt von Zauberstab der Wunder aktivieren. Lege Maid mit den blauen Augen auf den Friedhof, um 2 Karten zu ziehen. Zauberkarte aktivieren. Einer für einen. Werfe Lichtpulsar-Drache von der Hand ab, um ein Monster der Stufe 1 vom Deck als Spezialbeschwörung zu beschwören. Rufe der weiße Stein der Legende. Synchrobeschwörung ausführen. Synchronisiere der weiße Stein der Legende mit blauäugiger weißer Drache und rufe blauäugiger Geisterdrache. Effekt von der weiße Stein der Legende triggern. Wähle einen blauäugigen weißen Drachen aus dem Deck und füge ihn der Hand hinzu. Setze 2 Karten verdeckt. Endphase. Effekt von der weiße Stein der Uralten aktivieren. Beschwöre einen Drachengeist des Weißen vom Deck im Verteidigungsmodus. Verbanne Cyanid Sturm durch den Effekt von Drachengeist des Weißen. Zug ist beendet. Dann bin ich wieder dran. Effekt von blauäugiger Geisterdrache aktivieren. Biete ihn als Tribut an, um ein Lichtdrachen-Synchromonster vom Extra-Deck zu beschwören. Rufe Himmelblauäugiger silberner Drache. Effekt von Himmelblauäugiger silberner Drache aktivieren. Drachen auf eigener Spielfeldseite können bis zur nächsten Endphase nicht durch Karteneffekte als Ziel gewählt oder zerstört werden. Unglaublich. Diese Maschine ist intelligenter, als ich dachte. Sie duelliert sich tatsächlich so, als würde Tamash stattdessen dort stehen. Dies ist genau die Strategie, die auch er einsetzen würde. Die Drachen sind zwar nun vor Karteneffekten geschützt, aber nicht unzerstörbar. Mal sehen, was sich so machen lässt. Das müsste funktionieren. Gut, als erstes rufe ich Tugwyfern auf. Aber er kommt nicht allein, denn wenn er beschworen wird, erhalte ich eine Urzählmarke. Zeit für eine weitere Link-Beschwörung. Ich lege meine beiden Monster auf den Friedhof, um das Link 2 Monster invertierter Kodiersprecher aufzurufen. Und dieses neue Monster kommt mit einem nützlichen Effekt. Wenn ich es aufgerufen habe, kann ich ein Cyberse-Monster von meiner Hand in eine Monsterzone aufrufen, in die mein Link-Monster zeigt. Mein Widget-Kind. Und das ist in der Lage, mein Cyberse-Synchron von der Hand mitzubringen. Sehr schön. Mit diesen Monstern lassen sich ein paar fette Link-Beschwörungen durchführen. Aber das war noch nicht alles, was dieses Deck kann. Zuerst aktiviere ich die besondere Fähigkeit von meinem Cyber-Synchron. Durch dessen Fähigkeit kann ich nun die Stufe von meinem Widget-Kind bis zur Endphase verdoppeln. Dadurch wird es Stufe 6. Jetzt wird es herrlich. Da mein Cyber-Synchron ein Empfängermonster ist, synchronisiere ich es nun zusammen mit meinem Widget-Kind, um ein brandneues Synchromonster aufzurufen. Aus den Tiefen des Cyberspace steigt er auf. Cybers Quantendrache! Keiner der beiden Drachen hat eine Chance gegen dieses Monster. Verdeckte Karte aktivieren. Reißender Tribut. Wenn ein Monster beschworen wird, zerstört diese Fallenkarte alle Monster auf dem Spielfeld. Würde das funktionieren, könnten nur seine Drachen den Effekt überstehen. Meine Monster würden vernichtet werden. Aber dazu wird es nicht kommen. Nicht so hastig. Konterfalle! Da ich ein Kodiersprechermonster kontrolliere, kann meine Karte Silent Konflikt die Flut von deinem reißenden Tribut stoppen und deine Fallenkarte verbannen. Des Weiteren sorgt meine Falle dafür, dass kein Spieler für den Rest dieses Spielzugs einen weiteren reißenden Tribut aktivieren kann. Somit sind Überraschungsmomente ausgeschlossen.
Aber das war noch längst nicht alles. Jedes Link-Monster besitzt eine eigene Link-Zahl. Und wenn ich eine weitere Link-Beschwörung durchführen möchte, kann ich auch Link-Monster auf meiner Spielfeldseite als Link-Material benutzen. Dabei ersetzt die Link-Zahl jedes Link-Monsters die Anzahl an Monstern, die als Materialien nötig wären. Also schicke ich meinen Link 2 invertierten Codiersprecher zusammen mit meinem Link 3 Kraft-Codiersprecher auf den Friedhof, um eine weitere Link-Beschwörung durchzuführen. Gib Acht auf das Monster deines Untergangs, Mekrita Prosadia Astram. Beide Drachen können abdanken. Mekrita Crusadia Astram, greif seinen himmelblauäugigen silbernen Drachen an. Sicher, ihre Power ist gleich. Aber wenn ich die besondere Fähigkeit von meinem Mekrita aktiviere, erhält er während der Schadensberechnung ATK in Höhe der ATK des gegnerischen Drachens. Mehr als genug, um deinen ach so mächtigen Drachen zu beseitigen. Aber ich bin noch nicht fertig. Als nächstes nimmt sich mein Quantendrache deinen Drachengeist des Weißen vor. Aber dein Drachengeist wird nicht vernichtet, sondern durch die besondere Fähigkeit meines Quantendrachens zurück auf die Hand geschickt. Und da der Weg nun frei ist, Quantendrache, greif seine Lebenspunkte direkt an. Los! Sehr schön. Die beiden Monster sind unglaublich. Nicht nur, dass sie sich vor gegnerischen Angriffen schützen können, mein Mech-Ritter kann auch nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Für den Roboter dürfte es jetzt schwer werden, an diesen Kreaturen vorbeizukommen. Und damit beende ich meinen Zug. Neue Karte ziehen. Zauberkarte aktivieren. In Zahlungnahme. Werfe blauäugiger weißer Drache ab, um 2 Karten zu ziehen. Monsterbeschwörung. Rufe weitere Maid mit den blauen Augen. Effekt von Weiser mit den blauen Augen aktivieren. Was? Werfe diese Karte ab, um Maid mit den blauen Augen zu wählen, auf den Friedhof zu legen und um einen blauäugigen weißen Drachen vom Deck zu beschwören. Kette Effekt von Maid mit den blauen Augen an. Rufe zweiten blauäugigen weißen Drachen vom Friedhof im Angriffsmodus. Nicht möglich. Jetzt hat er 2. Zauberkarte aktivieren. Drachnodem der Zerstörung. Nein! Blauäugiger weißer Drache zerstört alle Monster des Gegners. Aber nicht alle Monster. Los, Cybersynchron, beschütze meinen Mech-Ritter! Wenn ich Cybersynchron von meinem Friedhof verbanne, kann ich das Monster in meiner Extra-Monsterzone vor der Zerstörung beschützen. Mein Mech-Ritter bleibt, wo er ist. Gegenstrategie kalkulieren. Führe Fusionsbeschwörung durch. Fusioniere beide blauäugigen weißen Drachen zu blauäugiger Zwillingsausbruch-Drache. Wettelphase. Mekrita Crusadia Astram wird von blauäugiger Zwillingsausbruch-Drache angegriffen. Gegnerisches Monster wird am Ende des Kampfes verbannt durch den Effekt von blauäugiger Zwillingsausbruch-Drache. Das mag schon sein, aber nicht bevor mein Mech-Ritter noch durch seinen eigenen Effekt verstärkt wird. Tja, das bedeutet 3000 Punkte Schaden für deine Lebenspunkte. Eigenes Monster kann nicht durch Kampf zerstört werden. Angriff erfolgreich. Setze eine Karte verdeckt. Zug ist beendet. Wurde auch Zeit. Okay, mit dem Zwillingsausbruchdrachen hat der Computer das Blatt wieder gewendet. Und Cynet-Fusion allein wird nicht reichen, um ihn zu beseitigen. Aber dieses Deck hat im Cyberspace gezeigt, dass es was drauf hat.
Mein Zug. Endlich mal ein bekanntes Gesicht. Ich aktiviere den Topf der Begierden. Sie erlaubt mir, die obersten 2 Karten meines Decks zu ziehen, wenn ich dafür die obersten 10 Karten meines Decks aus dem Spiel entferne. Und als nächstes aktiviere ich meine Cynet-Fusion, um meinerseits eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Also fusioniere ich Matrix-Putzer in meiner Hand mit invertierter Codiersprecher von meinem Friedhof, um dieses neue Monster aufzurufen. Meine Frequenzweichen-Chimäre. Sicher, sie hat nicht besonders viele Punkte, aber wenn ich sie opfere, kann meine Chimäre während dieses Spielzuges sämtliche Zauber- und Fallenkarten annullieren, die während der Battlephase aktiviert werden. Dadurch kann er nichts gegen meinen nächsten Angriff machen. Verdeckte Konterfalle aktivieren. Göttlicher Zorn. Werfe Drachengeist des Weißen ab, um die Aktivierung der Monsterkarte zu annullieren. Das war vollkommen sinnlos. Da sie nun auf dem Friedhof gelandet ist, aktiviert sich der zweite Effekt von meiner Chimäre. Sie gibt mir meine Cynet-Fusion und Taktwyvern von meinem Friedhof auf die Hand zurück. Und dann beschwöre ich Taktwyvern. Und auch dieses Mal bringt er eine Urzielmarke mit, wenn ich auf die Hälfte seiner Angriffspunkte verzichte. Die Spielmarke wird zu einem Link-Material, damit ich meinen Link-Kuribo aufrufen kann. Zeit, deinem mächtigen Drachen Lebewohl zu sagen. Da ich nun ein Link-Monster kontrolliere, kann ich meinen Matrix-Putzer vom Friedhof zusammen mit meinem Link-Kuribo vom Feld verbannen. Und wenn ich dies tue, verschwindet dein blauäugiger Zwillingsausbruchdrache auf Nimmerwiedersehen. Dieses Duell ist beendet. Ich aktiviere Cynet-Fusion ein zweites Mal. Dieses Mal fusioniere ich meinen Taktwyvern mit meinem Kraftkodiersprecher von meinem Friedhof. Und wenn ich dies tue, kann ich ein Fusionsmonster aufrufen, das noch mächtiger ist als der Cyberus Quantendrache. Hier ist sein großer Bruder, Cyberus Taktdrache. Und so funktioniert das neue Monster. Als erstes lege ich Karten oben von meinem Deck auf den Friedhof ab, in Höhe der Linkzahl des Link-Monsters, das für die Beschwörung meines Cyberus Taktdrachens notwendig war. Da mein Kraftkodiersprecher ein Link-3-Monster war, schicke ich die obersten 3 Karten meines Decks auf den Friedhof. Dabei soll es aber nicht bleiben. Jede einzelne abgeworfene Karte versorgt meine neue Bestie mit zusätzlichen satten 1000 Angriffspunkten. Mehr als genug, um deine restlichen Lebenspunkte wegzuwischen. Der Augenblick der Wahrheit. Cyberus Taktdrache, greif die Lebenspunkte des Computers direkt an und beende dieses Match. Gut, dass das vorbei ist. Wer weiß, welchen Schaden dieses Duell noch angerichtet hätte. Später werde ich die Maschine erneuern und die Sicherung einschalten. Fallenkarte aktivieren. Decke Nährmittel Z auf. Erhöhe Lebenspunkte vor Schadensberechnung um 4000 Punkte. Das gibt's nicht. Er hat diesen Angriff tatsächlich überstanden. Na schön, wenn es sein muss. Ich lege eine Karte verdeckt ab und mache erstmal Schluss. Was soll's. Die Maschine hat nicht viele Optionen. Im nächsten Zug kann ich das Duell beenden und dem Wahnsinn hier Einhalt gebieten. Zauberkarte aktivieren. Topf der Trägheit. Mische alle 3 blauäugigen weißen Drachen, blauäugiger Zwillingsausbruchdrache und Maid mit den blauen Augen ins Deck zurück.
Ziehe anschließend 2 Karten. Was hat der Blechheini vor? Fallenkarte aktivieren. Unendliche Unbeständigkeit. Kann von der Hand aktiviert werden, wenn Feld leer ist. Annulliere Effekt von gegnerischem Monster bis zum Ende des Zuges. Dadurch verliert mein Drache seinen kompletten Punktebonus. Das reicht aber noch lange nicht. Wenn mein Drache im nächsten Zug angreift, ist es endgültig aus. Der Computer hat nichts auf dem Feld und nur eine letzte Karte in seiner Hand. Es sei denn, er hat noch ein Ass im Ärmel. Zauberkarte aktivieren. Zorn mit den blauen Augen. Verbanne alle Karten auf der Hand, auf dem eigenen Spielfeld und dem Friedhof, um Monster vom Deck zu beschwören. Wähle Monster. Moment. Rufe 3 blauäugige weiße Drachen. Das kann doch nicht wahr sein! Alle 3 auf einen Schlag. Mit einer Trumpfkarte hat er aus 1 gleich 3 gemacht. Jetzt wird es ernst. Wettenphase. Cyberstack-Drache wird von erstem blauäugigen weißen Drachen angegriffen. Sicherheitshinweis. Sicherungen abgestellt. Direkter Angriff kann schweren Schaden verursachen. Empfehlung, das Duell abzubrechen. Oh nein, das wird nicht passieren. Los, Spulcode! Diese Karte kann den Angriff von einem deiner beiden anderen Drachen annullieren und anschließend erhalte ich 3 Spulspielmarken im Verteidigungsmodus. Zug ist beendet. Diese Situation hat schon für viele Duellanten das Ende bedeutet. Aber dieses Mal wird es anders laufen. Dieses Deck hat im Cyberspace gezeigt, dass es im Ernstfall sehr gut funktionieren kann. Und ich weiß, dass es hier genauso passieren kann. Es wird nicht einfach werden, aber es gibt ein seltenes, legendäres Monster in diesem Deck, das alle 3 weißen Drachen ohne Probleme eliminieren könnte. Im nächsten Zug wird sich zeigen, wie gut dieses Deck wirklich ist. Wenn es nicht klappt, sind nicht nur meine Lebenspunkte verschwunden. Okay, die Party steigt. Achtung! Nicht übel, das könnte nützlich werden. Ich setze diese Karte verdeckt und lasse meine Monster im Verteidigungsmodus. Das war's auch schon. Neue Karte ziehen. Spiele Zauberkarte Polymerisation, um eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Wie bitte? Das könnte alles ändern. Fusioniere 3 blauäugige weiße Drachen zu neoblauäugiger ultimativer Drache. Das ist Tamash Trumpfkarte. Sie kann einen Haufen Schwierigkeiten machen. Meine Spool-Spielmarken werden zur Verteidigung nicht ausreichen. Wettenphase. Erste Spool-Spielmarke wird von neoblauäugiger ultimativer Drache angegriffen. Zumindest meine Lebenspunkte bleiben gleich. Effekt von neoblauäugiger ultimativer Drache aktivieren, da sie die einzige Karte auf dem eigenen Feld ist. Lege blauäugiger Zwillingsausbruch Drache vom Extra-Deck auf den Friedhof, um ein weiteres Mal anzugreifen. Ja. Effekt von neoblauäugiger ultimativer Drache nochmal aktivieren. Lege blauäugiger ultimativer Drache vom Extra-Deck auf den Friedhof,
um ein drittes Mal anzugreifen. Nein, meine Punkte sind ungeschützt. Sicherheitshinweis. Sicherungen abgestellt. Direkter Angriff kann schweren Schaden verursachen. Empfehlung, das Duell abzubrechen. Wiederhole. Empfehlung, das Duell abzubrechen. Das ist also das Gefühl, das man Kälte nennt. Zuvor hatte ich diese Monster oft in Aktion gesehen, aber noch nie allen 3 Köpfen auf einmal gegenübergestanden. Es ist klar, wie all die anderen Duellanten sich gefühlt haben, als sie die Drachen vor sich hatten. Jeder von ihnen hatte bei ihrem Anblick gemischte Gedanken. Gebe ich auf und akzeptiere meine Niederlage, oder kämpfe ich doch weiter und bleibe stehen bis zum Ende? Das waren ihre Fragen. Doch letztendlich konnten nur die wenigsten diese Bestie bezwingen. Was mich betrifft, ist die Entscheidung getroffen. Ich habe viele unglaubliche Abenteuer erlebt, die stärksten Schattenduellanten der Zeit bezwungen, Gefahren überwunden und gebannt, die das, was hier geschieht, um Längen in den Schatten stellen. Und vor allem habe ich Freunde, auf die ich zählen kann. Und sie zählen auch auf mich. Selbst wenn sie nicht hier sind, unterstützen sie mich. Enttäuschen kann und werde ich sie nicht. Niemanden. Wir werden uns wiedersehen. Dieses Duell ist noch längst nicht entschieden. So wird es nicht enden. Zeit für eine Kehrtwende. Los, Stegocyber. Aktiviere deine besondere Fähigkeit. Für den schmalen Preis von 1000 Lebenspunkten kann ich dieses Monster vom Friedhof wiederbeleben und den Schaden deines dreiköpfigen Ungeheuers auf 0 reduzieren. Angriff fehlgeschlagen. Zug ist beendet. 3 Angriffe mit 4500 Angriffspunkten und nicht einer davon hat Schaden gemacht. Ich fange an, mich an dieses Deck zu gewöhnen. Aber wenn ich in diesem Zug nicht die richtige Karte ziehe, bekomme ich all diese Punkte am eigenen Leib zu spüren. Dies ist das erste Deck auf dieser Welt mit Link-Monstern. Es ist in diesem Kampf so weit gekommen, es darf jetzt nicht verlieren. Im Gegenteil. Na dann wollen wir mal. Diesen Moment wollte ich zwar vermeiden, aber dieser Computer lässt mir keine Wahl. Jedes Deck besteht aus seinem eigenen, unbegrenzten Netzwerk. Zusammen mit der unglaublichen Power dieses Decks und mit Hilfe der Kraft meines Geistes werde ich das Maximum aus diesen Karten herausholen. Jetzt wollen wir mal sehen, welches Potenzial dieses Deck wirklich hat. Dieses Monster ist zwar keine Cyberse-Kreatur, aber dennoch hilfreich. Ich beschwöre meinen Kranichkran. Und dank seiner besonderen Fähigkeit kann ich ein Stufe 3 Monster von meinem Friedhof wiederbeleben. Willkommen zurück, Widget-Kind. Los, ihr zwei. Ihr wisst, was zu tun ist. Exit-Beschwörung. Erhebe dich, Cyberse Mana. Das ist der Anfang deines Untergangs, du Rostbeule. Spielstandanalyse. Neues Monster hat weniger ATK als neoblauäugiger ultimativer Drache. Cyberse Mana. Greif den neoblauäugigen ultimativen Drachen an. Attacke! Berechne strategische Maßnahme. Gegenangriff. Cyberse Mana. Aktiviere deine besondere Fähigkeit. Wenn er vernichtet wird, wird er durch 2 andere Monster von meinem Deck ersetzt. 2 Stufe 4 Cyberse Monster. Los, Remklauder und die Bugkäfer.
Als nächstes verbanne ich meine abgeworfene, lebendig rekrutiert Fallenkarte von meinem Friedhof. Da ich keine Karte in meiner Extramonsterzone kontrolliere, kann ich nun einen verbannten Codiersprecher in dieses Feld setzen. Und ich denke, mein invertierter Codiersprecher erfüllt diese Voraussetzung ganz ausgezeichnet. Schön, dass du wieder da bist. Spielstandanalyse. Neue Monster haben immer noch weniger ATK als neoblauäugiger ultimativer Drache. Nächster Angriff würde das Duell zugunsten des Computergegners beenden. Ach wirklich? Offenbar hat die Analyse meine nette, kleine verdeckte Karte übersehen. Die Karte, die den Ausgang des Duells zu meinen Gunsten entscheiden wird. Und nun lass uns doch mal nachsehen, was es eigentlich ist. Das ist meine finale Fallenkarte. Erwachen des Weltvermächtnisses. Und das kann sie. Sobald sie aktiviert wird, kann ich eine Link-Beschwörung durchführen mit Monstern auf meiner Spielfeldseite, selbst wenn ich nicht in meiner Main-Phase bin. Es ist soweit. Der wahre Star des Cyberstacks. Das Monster, das die ganze Zeit nur auf seine Chance gewartet hat. Dieses Deck besitzt viele neue mächtige Monster, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Besonders dieses hier macht einen äußerst starken Eindruck. Und hier ist es. Das einzig existierende Link-Monster, das eine Link-5-Nummer hat. Firewall Drache Dark Fluid. Ich rufe dich auf, indem ich all meine Monster als Link-Material verwende. Monster sucht seinesgleichen. Sobald es aufgerufen wird, erhält es eine Zielmarke für jeden unterschiedlichen Typen an Cyberse-Monstern in meinem Friedhof. Ich habe Fusionsmonster, Synchromonster, XYZ-Monster und dank meines Cyberse-Tagdrachens auch Ritualmonster in meinem Friedhof. Somit erhält mein Firewall Dark Fluid ganze 4 Zielmarken. Aber das Wichtigste kommt erst jetzt. Mein Dark Fluid bezieht aus diesen Zielmarken neue Stärke. Für jede einzelne von ihnen erhält er satte, brandneue 2500 Angriffspunkte. Punktekalkulation. ATK des Monsters sind zu viel. Du sagst es. Diese Zielmarken haben meinem Drachen mehr als genug Powerschub verpasst. Ein Angriff würde dein Prozessor ganze 8500 Lebenspunkte kosten. Jetzt ist mein Monster der ultimative Drache. Und jetzt, Firewall Drache Dark Fluid, vernichte Neo-Blauäugiger ultimativer Drache und den Rest seiner Lebenspunkte. Schmierko hat gewonnen. Kurzschluss, Systemfehler. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Dieses Link-Deck hat Tamashtek tatsächlich bezwungen. Für die Zukunft werde ich es zusammen mit den ägyptischen Götterkarten bewachen. In der Zukunft wird es sicherlich noch einige spannende Duelle haben. Davon bin ich überzeugt.
Etwas an diesem Duell ist verdammt faul. Ich bin mir ganz sicher, dass die Sicherungen bei den Einstellungen eingeschaltet waren. Alleine kann der Computer sie auch nicht ändern. Und obwohl kein menschliches Wesen in der Lage ist, das System zu knacken, bin ich dennoch überzeugt, dass dies mit Absicht getan wurde. Irgendjemand oder irgendetwas hat heute versucht, mich loszuwerden. Aber jetzt bin ich gewarnt. Und wenn er das nächste Mal zuschlägt, werde ich vorbereitet sein. Ganz ehrlich, das Cyberse Link Deck besitzt zwar eine unglaubliche Stärke und es hat mich damit voll überzeugt, aber ich bevorzuge doch lieber mein eigenes, gutes, altes Deck. Es hat mich nie im Stich gelassen und ich werde es auch niemals im Stich lassen. Aber wenn die Zeit für die Link-Monster reif zur Veröffentlichung ist, kann ich das Link-Deck jemand anderem anvertrauen. Einem Duellanten, der weiß, was er eigentlich in den Händen hält. Jemand, der das Deck nötiger haben würde als ich. Wir werden sehen, was die Zukunft bringen wird. Aber die Zeit könnte knapp werden. Und ich kann dieses Deck nicht ewig behalten. Denn dort, wo ich hingehen werde, kann ich es nicht mitnehmen. Hoffentlich werde ich bald zurückkehren. In meine eigene Welt. Zurück zu meinen Freunden, meiner Familie, mein eigenes Zuhause. Aber bis dahin werde ich die Duellantenwelt sicher noch ein paar Mal ordentlich aufmischen. Nur die Zeit kennt die Antwort. Schlaf gut, Wächter. Heute magst du entkommen sein, aber du wirst deine gesamte Energie nach all diesen Jahren bald wieder brauchen, Schmuck. Dann wirst du mich nicht noch einmal aufhalten. Die wahre Macht des Reichs der Schatten erwartet dich. Und ich werde endlich mein Werk vollenden, was mein bester Diener nicht beenden konnte. Diese Monster zu bewachen hat oberste Priorität. Das ist ihre Aufgabe. Eine falsche Angelegenheit und alles könnte außer Kontrolle geraten. Dies ist nur eine Warnung für die Zukunft. Für Ihre Zukunft.